warum du bleibst, obwohl du dich allein fühlst. Es gibt Einsamkeit, die entsteht, wenn niemand da ist. Und es gibt Einsamkeit, die entsteht, obwohl jemand da ist. Über die erste spricht man offen, über die zweite kaum. Denn sie fühlt sich an wie ein persönliches Versagen, wie etwas, das man nicht richtig erklären kann, ohne sich selbst in Frage zu stellen. Du bist nicht allein. Und trotzdem fehlt etwas. Nicht unbedingt Aufmerksamkeit, nicht zwingend Kommunikation, sondern dieses leise Gefühl, wirklich gemeint zu sein. Viele Menschen bleiben genau an diesem Punkt stehen. Sie bleiben in Beziehungen, in Situationen, in Dynamiken, in denen sie sich innerlich längst allein fühlen. Und sie fragen sich, warum gehe ich nicht? Die ehrliche Antwort ist selten einfach. Denn Menschen bleiben nicht aus einem einzigen Grund. Sie bleiben aus Schichten von Gründen, die sich über Jahre gebildet haben. Ein Grund ist Vertrautheit. Nicht im Sinne von Sicherheit, sondern im Sinne von Bekanntheit. Das, was wir kennen, fühlt sich weniger bedrohlich an als das, was offen ist. Selbst dann, wenn das Bekannte schmerzt. Viele Menschen haben früh gelernt, dass Nähe nicht leicht ist, dass Verbindung Arbeit bedeutet, Anpassung, Geduld, Aushalten. Wenn sich Einsamkeit vertraut anfühlt, wirkt sie paradox beruhigend. Man weiß, wie man sich darin bewegt. Man kennt die Regeln. Man weiß, wann man still ist, wann man nachgibt, wann man wartet. Ein weiterer Grund ist Hoffnung. Nicht die laute Hoffnung, die leise. Die Hoffnung, dass es sich wieder anfühlt wie früher. Dass der andere sich öffnet. Dass man selbst nur geduldiger sein muss. Verständnisvoller. Weniger fordernd. Hoffnung ist trügerisch, weil sie sich wie Liebe anfühlt. Aber Hoffnung ersetzt keine Gegenseitigkeit. Viele Menschen verwechseln Bindung mit Durchhalten. Dabei sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge. Bindung trägt, Durchhalten erschöpft. Und dann ist da noch Angst. Nicht immer die Angst vor dem Alleinsein. Oft ist es die Angst, sich selbst zu begegnen, wenn niemand mehr da ist, der ablenkt. Denn wenn du gehst, bleibst du mit deinen Gefühlen zurück, mit der Leere, mit den Fragen, mit der Trauer. Bleiben kann sich einfacher anfühlen, als diesen Raum zu betreten. Ein besonders stiller Grund zu bleiben ist Selbstzweifel. Wenn Einsamkeit lange anhält, beginnt sie am eigenen Wert zu nagen. Man fragt sich, bin ich zu sensibel, zu bedürftig, zu viel? Und statt die Beziehung zu hinterfragen, beginnt man, sich selbst zu korrigieren. Man reduziert Bedürfnisse. Man relativiert Gefühle. Man erklärt Verhalten, das einen eigentlich verletzt. Mit der Zeit entsteht ein Ungleichgewicht. Du gibst mehr Struktur, mehr emotionale Arbeit,
mehr Initiative. Du wartest länger, du hoffst länger. Und irgendwann erklärst du sogar das, was eigentlich keine Erklärung mehr verdient. Das ist kein Mangel an Stärke. Das ist ein erlerntes Muster. Viele Menschen wurden nicht darin bestärkt, Grenzen zu setzen, sondern auszuhalten. Doch Einsamkeit in Beziehungen ist kein normales Nebenprodukt. Sie ist ein Signal. Sie zeigt, dass Verbindung nicht mehr in beide Richtungen fließt. Dass Präsenz fehlt. Dass Resonanz fehlt. Du kannst mit jemandem sprechen und dich trotzdem nicht gehört fühlen. Du kannst Nähe teilen und dich trotzdem nicht gesehen fühlen. Das ist ein Beziehungsproblem. Und jetzt kommt der schwierigste Teil. Nicht jede Beziehung endet, weil jemand etwas falsch gemacht hat. Manche enden, weil sie innerlich leer geworden sind. Loslassen bedeutet in solchen Fällen nicht, dass du aufgibst, sondern dass du aufhörst, dich selbst zu verlassen. Vielleicht ist die ehrlichste Frage nicht, warum halte ich fest, sondern was halte ich eigentlich fest? Eine Version von jemandem? Eine Erinnerung? Eine Hoffnung? Und was kostet es mich, jeden Tag ein bisschen weniger verbunden zu sein? Alleinsein zu zweit ist kein Zustand, den man repariert, indem man sich mehr bemüht. Es ist ein Punkt, an dem man ehrlich hinschauen muss. Nicht aus Härte, sondern aus Selbstachtung. Denn Verbindung sollte dich nicht kleiner machen. Sie sollte dich ruhiger machen, klarer, lebendiger. Und wenn du das dauerhaft nicht fühlst, dann ist dieses Gefühl nicht dein Gegner. Es ist dein Kompass.